Ich habe mir schon oft gewünscht, einfach ein bisschen glücklicher in meinem Leben zu sein. Das Problem ist, Glück ist ein temporäres Gefühl und kein dauerhafter Zustand. Außerdem geht mit dem Streben nach Glück eine gewisse Erwartungshaltung einher und wird die nicht erfüllt, fällt man umso tiefer. Daher habe ich aufgehört, dem großen Glück nachzujagen, sondern möchte einen Grundstein legen für ein langfristig zufriedenes Leben. Und in einem zufriedenen Leben ist Glück eine häufige Begleiterscheinung. Ich bin so begeistert vom Salat. Ich hatte den ja so ein bisschen vorgezogen und dann eingepflanzt. Und ich war überhaupt nicht begeistert. Ich dachte so, der wird irgendwie nix. Und irgendwie hat er jetzt doch richtig grüne Blätter und scheint irgendwie doch sich wohl zu fühlen. Das Interessante ist, diese Tomatenpflanzen, die von Anfang an irgendwie perfekt waren so oder gut gewachsen sind, an denen freue ich mich gar nicht so sehr. Ich freue mich eher über die Pflanzen, die so ein bisschen geschwächelt haben und es jetzt doch irgendwie durchgeschafft haben. Oder es hoffentlich durchschaffen. Das ist voll tiefsinnig. Denk mal drüber nach. Ich bin von Natur aus ein sehr kritischer Mensch und habe zu fast allem einen Optimierungsvorschlag. Das ist eine Eigenschaft an mir, die ich in kreativen Prozessen schätze und mich auch beruflich voranbringt, aber im Leben führt sie oft dazu, schnell unzufrieden zu sein. Heute Morgen habe ich im Wetterbericht gelesen, dass heute Abend strahlender Sonnenschein und ich dachte, perfekt, da drehe ich ein Video. Und jetzt war ich vorhin schon so ein bisschen so, ja, jetzt ist das Wetter irgendwie gar nicht so gut. Dann drehe ich jetzt halt kein Video. Und dann dachte ich mir wiederum, wie blöd. Also es ist doch noch kein schlechtes Wetter, nur weil die Sonne nicht scheint. Es ist jetzt schon nach 8 Uhr abends und es hat immer noch über 20 Grad. Das ist so schön. Deshalb übe ich mich heute in Genügsamkeit und nehme den Tag so an, wie er kommt. Und merke mir wieder mal, dass ich nicht so oft in den Wetterbericht schauen sollte. Denn hätte ich nicht reingeguckt, hätte ich mich einfach gefreut, dass es überhaupt so warm ist. Und jetzt bin ich so, aber so viel Sonne ist jetzt doch nicht da. Und das ist total unnötig. Ich bin in einer Welt aufgewachsen voller Überfluss, in der immer noch mehr möglich ist. Und es ist nicht einfach, sich auch mal mit dem Ist-Zustand zufrieden zu geben und nicht nach dem Maximum zu streben. Ich versuche gerade wieder in meine Frühjahr-Sommer-Hobbys reinzufinden. Das wären zum einen Rollschuhfahren und Hula Hoop. Rollschuhfahren ist hier im Wald ein bisschen schwierig. Habe ich zwar richtig Lust drauf, aber naja, also Hula Hoop war jetzt einfach umzusetzen. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, dass wenn ich ein Hobby habe, dann muss ich das perfektionieren. Beziehungsweise einfacher erklärt, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Teamsportart mache als Hobby, ist auch nicht so gut für mich, weil ich will dann immer die Beste sein. Es deprimiert mich dann irgendwie, wenn ich nicht die Beste bin. Und ich komme irgendwie so schwer aus diesem Leistungsdenken raus, dass es ja eigentlich bei einem Hobby nicht darum geht, die Beste zu sein. Und das ist so ein bisschen das Coole an Hula Hoop, weil, naja, es ist jetzt nicht sowas wie Bogenschießen, wo man das Ziel trifft und dann ist man gut, sondern es ist halt irgendwie sowas Lockeres, wo es jetzt auch kein Regelhandbuch gibt irgendwie. Es gibt verschiedene Faktoren, die zu mehr Zufriedenheit führen. Ist man gesund, hat einen Beruf, den man mag und ein gutes soziales Umfeld, fällt es sicher leichter, dankbar und genügsam zu sein. Aber selbst wenn die äußeren Umstände für das eigene Leben perfekt erscheinen, muss das noch lange nicht heißen, dass es sich auch so anfühlt. Denn der größte Gegner steckt oft im eigenen Kopf. Mit sich selbst Frieden zu finden und sich bedingungslos anzunehmen mit allen Ecken und Kanten, ist ein wahrscheinlich lebenslanger Prozess. Auch ich habe ein bestimmtes Bild von mir im Kopf, wie ich denn zu sein habe und was ich im Leben erreichen sollte. Das sind Ideale, die sich durch Erziehung oder die Gesellschaft in meine Glaubenssätze eingeschlichen haben, aber nicht immer meinen eigenen Werten entsprechen. Es gibt heute tatsächlich nicht Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe mir was richtig Besonderes überlegt. Es sind sogar Pilze dabei. Und ich habe so eine vegane Frischkäse-Sache. Das heißt, es ist heute total abwechslungsreich.
Bei mir hat sich leider über eine lange Zeit der Irrglaube gefestigt, dass Genuss eine Zeitverschwendung ist. Daher fällt es mir schwer, mir Zeit zum Kochen und Essen zu nehmen. Dabei ist Genuss ein so einfacher Weg, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu erhöhen. Der erste Schritt für mich war, diese falsche Überzeugung zu erkennen und zu überlegen, warum ich so empfinde. Schlechte Angewohnheiten ändert man leider nicht über Nacht, aber auch kleine Schritte machen schon einen großen Unterschied. Ich habe heute einfach schon ein ganzes Buch gelesen. Ich bin nämlich ein bisschen im Lesestress, weil morgen kommt die Fahrbibliothek und da muss ich alle meine Bücher abgeben. Die kommt immer einmal im Monat und ich finde das richtig cool. Ich habe die mal aus Zufall gesehen und bin dann dahin und habe mich so informiert und mich dann voll gefreut, dass es sowas gibt. Ich leihe mir meistens 3 Bücher aus. Das ist so die perfekte Menge für mich und ich finde es irgendwie voll spannend, weil früher bin ich auch schon gern in die Bücherei, aber ich wollte Bücher auch immer super gern besitzen. Also ich wollte halt eine eigene Ausgabe davon haben. Und habe mir dann auch immer viele Bücher gekauft. Aber gerade als ich dann angefangen habe, so viel umzuziehen im Studium oder auch im Wohnmobil, habe ich irgendwie gemerkt, dass es nicht so toll ist, so viele Bücher zu besitzen. Ich habe mir sogar vor 2-3 Wochen 2 Bücher gekauft, aber ich muss sagen, die habe ich noch nicht fertig gelesen, weil irgendwie ist es dann auch so, na, die kann ich ja noch später lesen. Aber wenn ich mir was ausleihe, da bin ich irgendwie motiviert, weil ich habe so eine Deadline, bis ich die zurückgeben muss. Und was ich halt auch cool finde, zu der Bibliothek kommen auch immer so 2-3 andere Leute, es sind auch immer dieselben. Und es ist irgendwie doch auch so ein sozialer Ort und gerade weil ich ja hier nicht so viele Leute kenne, ist es für mich irgendwie eine ganz schöne Konstante, da hinzugehen und dann immer dieselben bekannten Gesichter zu sehen. Ich habe mich schon oft bei dem Gedanken erwischt, dass mein Leben nur durch gewisse Veränderungen verbessert werden kann. Und natürlich macht es Sinn, den Ist-Zustand zu hinterfragen. Aber auf der anderen Seite gibt es bereits so viel Gutes in meinem Leben, dass keinerlei Veränderung bedarf. Ich mache hier gerade Brennnesseljauche, die setze ich jetzt an und rühre die dann mehrmals die Woche um, hoffentlich, wenn ich dran denke. Und in 2-3 Wochen habe ich dann wie so ein Sekret, mit dem ich dann die Tomaten gießen kann mit viel Wasser. Und dann sollen die besser wachsen. Ich habe es noch nie gemacht, aber es wurde mir jetzt öfter empfohlen und meine Mama schwört auch darauf. Das Ganze steht jetzt mit ein bisschen Sicherheitsabstand vom Haus, weil das nach einer Zeit ziemlich stinken soll. Man soll das auch ausdrücklich mit Regenwasser ansetzen. Deshalb habe ich das jetzt auch so gemacht. Und wenn das funktioniert, wäre das echt ziemlich cool, weil dann ist es einfach ein kostenloser und auch noch natürlicher Dünger. Jascha hat eine Walnussscheibe ergattert. Walnuss. Walnuss? Sagt man das so? Ja, okay. Nicht Walnuss. Gut. Und die ziert jetzt unser Gewächshaus. Das ist eine echt schöne Idee. Jascha hat neue Messer für den Online-Shop gemacht, die haben wir noch fotografiert. Es sind ein paar echt besondere dabei, 2-farbige zum Beispiel und ein kleiner Gag zur Frauen-WM, ein Deutschlandmesser, finde ich richtig cool. Aber natürlich gibt es auch schlichte Messer aus sehr schönem Holz und wieder ein Riesenmesser. Also es ist für jeden was dabei. Den Link zum Shop findest du wie immer in der Infobox. Das ist hier so ein Abwasserrohr, aus dem haben wir auch unsere Leitungen am Haus gemacht, also für Wasser. Und ich habe ja einen Hula-Hoop-Reifen, aber der ist aus Holz und das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft auf Dauer. Deswegen wollte ich gerne so einen runden und dachte, ich mache mir den einfach selber. Die einzige Challenge ist eigentlich nur so ein Verbindungsstück, also dass das jetzt dann halt hier so zusammenhält quasi. Ich habe das ein bisschen eingelegt in heißes Wasser, damit das Plastik ein bisschen biegsamer ist. Aber ich glaube, es könnte sogar noch einen Ticken länger
da rein. Also es ist schon ein bisschen geschmeidiger, aber könnte noch mehr. Jetzt lässt sich hier perfekt rund biegen. Hier kommt jetzt noch eine Schraube rein, um das Ganze zu fixieren. Ja! Voll cool! Oha! Danke, Jascha, für die Hilfe. Ja, der ist größer als der andere. Boah, jetzt kann ich mir einfach in jeder Größe, die ich will, selber so einen Reifen machen. Das ist so cool. Ich bin sehr happy. Aber der ist natürlich noch nicht fertig, weil es soll ja nicht nach Abwasserrohr aussehen. Ich habe hier selbsthaftendes Bandageband oder so. Die Farbe gefällt mir. Das fasst sich richtig gut an. Das war, glaube ich, genau die richtige Wahl. Ja, ich weiß irgendwie nicht, ob das Band reicht. Ich hoffe schon. Ich würde sagen, nein. Oh nein! Naja, weil die wird ja kleiner, die Rolle. Ja, mir ist schon klar, dass die Rolle kleiner wird, aber die soll doch reichen bis zum Ende. Nicht, dass es die Farbe dann nicht mehr gibt. Leer. Dadum. Schade. Also es hat jetzt genau für eine Hälfte gereicht. Ganz anders als mit dem kleineren. Jetzt habe ich mehr Zeit. Ja, und weil der nicht aus Holz ist. Ja, oh, das ist echt cool. Ich bin echt begeistert. Der funktioniert so gut und es war so einfach. Das Coole ist, dass ich den Reifen auch zusammenlegen kann, wenn man irgendwo hingeht mit dem Fahrrad oder so. Weil das ja hier an der Stelle nur gesteckt ist, kann ich das halt einfach aufmachen und dann größer oder kleiner machen. Ich bin wohl nicht von heute auf morgen erleuchtet und total zufrieden, aber auf einem guten Weg. Und in diesem Moment auf dem Feld mit meinem Hula-Hoop-Reifen war ich schon ziemlich zufrieden. Ohne ziemlich. Ich war zufrieden.